Hallo, ich bin Frau Dr. Verena Schick, niedergelassene Gastroenterologin aus Berlin, Prenzlauer Berg. Ich bin seit 4 Jahren niedergelassen, habe vorher schon ein paar Jahre hier in dieser Praxis gearbeitet und davor in verschiedenen Krankenhäusern und behandle ein großes Potpourri an Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen als auch anderen Erkrankungen aus dem Magen-Darm-Trakt. Wenn Sie als Patientin oder als Patient die Diagnose chronisch entzündliche Darmerkrankung erhalten, dann ist das erstmal ein Schrecken, aber ich möchte Sie ermutigen, zu sagen, ich packe damit mein Leben an. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie wir Sie hier in der Medizin begleiten können und auch wollen. Diese Erkrankung ist chronisch, das bedeutet, es wird Sie ewig begleiten und wir wissen nicht wie. Es gibt Verläufe, die sind von ganz schlimm bis immer besser werdend, die sind immer wieder mal schlimm und dann wieder gute Zeiten oder sie fangen ganz mild an und werden dann immer schlimmer. Wir wissen nicht, wohin die Reise geht. Was wir aber wissen, dass wir ganz viele Möglichkeiten haben, sie zu behandeln und sie zu begleiten. Es gibt eine große Vielfalt an Medikamenten und auch ernährungstechnischen Dingen, die Sie beachten können, was Sie sich selber Gutes tun können. Also die größten Probleme in der Arzt-Patienten-Kommunikation sind wahrscheinlich vielseitig. Erstens ist Zeit ein scharfer Faktor. Ja, der Arzt, die Ärztin hat wahrscheinlich gerade ganz viel zu tun und nicht die entsprechende Zeit, wie der Patient sich das wünscht. Und auf der anderen Seite kann es auch sein, dass der Patient gerade mit seinen Gedanken schon ganz woanders ist und gar nicht auf die Antwort richtig hört. Das heißt, ich als Ärztin hinterfrage mich immer wieder, was hat denn der Patient überhaupt mitgenommen von diesem Gespräch? Das heißt, ich mache mir Notizen in der Patientenakte und frage durchaus beim nächsten Mal, wie geht es denn jetzt mit dem Sport oder sind Sie häufig ausgegangen, waren Sie mal im Kino, um einfach zu hinterfragen, hat der Patient verstanden, dass er all diese Dinge auch machen kann? Oder um rauszukitzeln, wo gibt es denn Scheu oder Ängste oder Probleme, die vielleicht gar nicht so schnell angesprochen werden? Eine große Hilfe ist so eine CED-Disk, wo verschiedene Bereiche von Schlafen, Essen, sonstigen Lifestyle-Momenten, Sexualleben, die werden alle abgefragt und daran kann ich gut erkennen, mit einem Blick, wo gibt es gerade große Probleme und dann auch die gemeinsame Frage, kann man daran arbeiten, habe ich eine Hilfestellung zur Hand oder nicht? Ich ermutige die Patienten auf jeden Fall, sich Notizen zu machen, Fragen vorzubereiten, wenn man wieder zum Arzt-Patienten-Gespräch kommt. Man kann auch noch mal eine E-Mail schreiben, wenn einem etwas einfällt, was besonders wichtig war. Und wenn jemand mit seiner Stuhlfrequenz zum Beispiel keine gute Klarheit hat oder wie oft er Bauchschmerzen hat, dann kann man auch mal für ein halbes Jahr einfach ein Tagebuch führen und so eine Skala empfinden, wie oft ist denn wirklich Stuhlgang, wie oft sind denn wirklich Bauchschmerzen. Was ich gerade das Schöne finde an Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen oder anderen chronischen Erkrankungen, die regelmäßig kommen, dass man fast so eine Art freundschaftliche Verbundenheit schafft. Das heißt, nach 2, 3 Jahren weiß ich, ob man geheiratet hat oder nicht, ob man den Beruf erreicht hat. Die Jugendlichen, die bei mir sind, die machen irgendwann Abitur, fangen an zu studieren, dann gibt es die Familienplanung. Dadurch, dass wir niedergelassenen Ärzte ja an Ort und Stelle bleiben und über 20 Jahre lang die Patienten betreuen können, entsteht ein ganz tiefes Vertrauensverhältnis, was sich natürlich äußert in Dankbarkeit und in netten Gesten, bis hin zu, man schreibt eine freundliche E-Mail oder eine Postkarte, bringt zu Weihnachten einen Blumenstrauß vorbei. Das sind alles Gesten, die sehr, sehr schön sind, aber am meisten erfreut mich eigentlich diese Atmosphäre zwischen dem Patient oder der Patientin und mir, dass man das Gefühl hat, beide wissen voneinander. Dazu gehört auch, dass ich als Ärztin mich öffne, dass ich auch erzähle, dass ich mal Probleme habe oder eine Urlaubsreise ansteht, dass eben ein Gespräch da ist als Dialog und nicht als einseitiger Monolog.